Moin Johannes, ich bin Joachim Becker, wie du weißt. Ich komme aus der Nähe von Hamburg oder nördlich von Hamburg bei Itzehoe. Bekannt ist ja Wacken, das ist hier bei uns um die Ecke. Heavy Metal, das größte Heavy Metal Festival weltweit. Ja, ich habe hier meinen Milchviehbetrieb, wohne hier zusammen mit meiner Freundin, ihren beiden Kindern und seit 4.4. unserer gemeinsamen Tochter. Das kam per Zufall. Ein Bekannter, Werner Schwarz, hatte in eine WhatsApp-Gruppe gestellt, ob jemand Interesse hätte an jemanden, ein Austauschpraktikum mit Praktikanten aus Uganda. Und meine Freundin war in ihrem sozialen Jahr in Südamerika und hat dafür auch sehr ein Faible. Und wir wollten auch mal sehen, wie andere Menschen ticken, wie die drauf sind, um auch manchmal zu verstehen, weil wenn wir die Nachrichten irgendwas sehen, ist es ja immer die Filterblase des Journalisten und man kriegt ja immer nur einen Ausschnitt zu sehen. Und ich hätte gehofft, dass man da vielleicht so ein bisschen mehr auch begreift, was los ist, oder vielleicht, dass man auch sich selber anders nochmal wieder spiegelt. Also was mir aufgefallen ist, dass als wir auf dem Dollargelände in Warendorf waren, die Herzlichkeit unter den Praktikanten, unter den unseren Gästen, wollen wir mal sagen, die war unheimlich schön und die war sehr erfrischend. Also ich so als Norddeutscher, wo man sagt, wenn man Moin Moin sagt, ist das schon ein Sabbelkopf, war das immer eine ganz tolle Erfahrung für mich. Also, wo man einfach, ja, das kannte ich so nicht. Für mich die Sprache, da ich ja dem Englischen nicht so mächtig bin und ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich alles, was ich transferieren wollte an Wissen, dass ich das nicht geschafft habe. Also das war für mich eine echte Herausforderung und ich hoffe, dass Florenz ordentlich was mitgenommen hat. Ich habe gemerkt, umso mehr man sich rantraut, also es ist wie Fahrradfahren lernt man nur beim Fahrradfahren, wurde im Englisch immer so ein bisschen besser wieder. Und mein Azubi ist relativ fit in Englisch gewesen. Wir haben ihn immer so aus Spaß Professor genannt, Florenz und ich. Und Healy ist einfach linguistisch sehr begabt und spricht sehr viele Sprachen und die hat ihm auch immer ganz gut geholfen. Ich habe für mich auch mitgenommen, dass ich darauf achten werde, was ich selber nicht für nötig hielt, in der Schule Fremdsprachen zu lernen, dass ich meine Kinder dazu anhalten möchte, lernt Fremdsprachen, damit ihr rauskommt, damit ihr euren Horizont erweitern könnt. Wir haben uns vielleicht auch einmal besonnen, wie gut es uns geht hier, wie toll das eigentlich ist, dass wir jetzt seit 70 oder 80 Jahren hier keinen Krieg mehr hatten, dass wir gewisse Sorgen gar nicht haben, die Generationen vor uns haben, dass man sich das auch mal bewusst wird, wie gut das ist, wenn man in einem gesicherten sozialen System lebt und dass man eigentlich, wenn man sich nicht ganz dusselig in Deutschland anstellt, immer irgendwo aufgefangen wird. Zwar vielleicht nicht so, wie man es gerne hätte, aber man stürzt ja nicht ins Bodenlose. Und die Sache ist mir nochmal sehr dankbar, dafür bin ich wieder mal sehr dankbar geworden, habe das sehr mitgenommen. Und was ich auch gemerkt habe, äh, dass wenn wir über andere Länder reden, wir können eigentlich gar nicht mitreden. Und man kann auch nicht sagen, so, unser System, das können wir eins zu eins kopieren. Jedes Land, jede Nation, jede Kultur muss seinen eigenen Weg finden. Also dieses Kopieren einer Kultur in eine andere Kultur, das ist anmaßend und das funktioniert nicht. Man kann sich vielleicht einladen, sagen, ihr könnt gucken, wie das hier ist, aber wir können das nicht exportieren. Ähm, Gelernt hat, versuche mittlerweile so ein bisschen mehr Ruhe zu bewahren. Ich habe ja immer Angst, dass ich mit meinen Arbeiten nicht fertig werde, dass ich einen Druck habe. Und Florenz hat da ihren Turn fertig gemacht und guckt auch mal so ein bisschen, wir Deutsche, sage ich mal so, wir äh, geben immer nur Gas, gucken, dass es weiter geht und kommen gar nicht zum Luftholen. Und Florenz, da habe ich so gemerkt, so gut, da wird auch nochmal dass das Materielle nicht alles ist, sondern dass man auch einfach mal durchschnaufen muss. Und auch gerade so, es wird auch da bei denen wesentlich mehr und herzlicher gefeiert wie bei uns. Das ist ja auch, ich sag mal, ein Benefit, wo man auch raus zehren kann aus einer guten Feier.
Ich habe Afrika sonst gar nicht so wahrgenommen, aber ich bin wesentlich interessierter und verfolge jetzt auch die Nachrichten. Also dadurch, dass man jetzt Florence und ihre Mitstreiter kennengelernt hat, hat mich zum Beispiel zur Heuschreckenplage sehr stark mitgenommen. Ich hatte Florence auch ein paar Mal über Messenger angeschrieben, wie es da geht. Also dadurch kriegt man einen ganz anderen Bezug zu dem Kontinent, weil man so jetzt einfach jemanden da kennt. Wenn man keinen kennt, ja, dann denkt man, das ist schlimm, aber man hat keinen Bezug. Man macht sich jetzt auch noch mal mehr Gedanken. Also meine Freundin hatte vorher schon mal auf fairen Handel geachtet, aber das ist eine Sache, das hat sich bei uns noch mal so unheimlich verstärkt, weil ich selber möchte nicht übers Ohr gehauen werden und benachteiligt werden. Und wenn ich selber das nicht möchte, dann muss ich dementsprechend auch handeln und auch einkaufen. Ich würde gerne wieder an dem Programm teilnehmen. Also ich war ja auch in Grünen Woche und da hatte ich ja auch nochmal die Abschiedsveranstaltung gesehen bei euch auf dem Stand. Ich hatte meiner Freundin schon mal per WhatsApp geschrieben, eigentlich könnte ich es mir nochmal vorstellen. Und also mit dem Gedanken saß ich im Zug von Berlin nach Itzehoe.